In der Nacht auf den 20. Januar 1969 ereignete sich im saarländischen Lebach ein Verbrechen, das bis heute als eines der erschütterndsten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gilt. Das Ziel der Täter war die Standortmunitionsniederlage in Landsweiler bei Lebach, ein abgelegenes Lager des Fallschirmjägerbataillons, das von jungen Bundeswehrsoldaten bewacht wurde. Gegen 2:50 Uhr schnitten zwei bewaffnete Männer ein Loch in den Maschendrahtzaun des Geländes. Sie waren mit Pistolen bewaffnet und hatten ihren Plan sorgfältig vorbereitet. Ihr Ziel war es, Waffen und Munition zu stehlen, um damit große Geldsummen zu erpressen. Doch was folgte, ging weit über einfachen Diebstahl hinaus. Die Täter überraschten die Soldaten im Schlaf und griffen sie brutal an. Ohne Vorwarnung stachen und schossen sie auf die Männer, die sich in ihrem Aufenthaltsraum ausruhten oder schliefen. Die Gewalt der Tat war außergewöhnlich und schockierte die gesamte Nation. Anschließend öffneten die Täter mehrere Munitionsbunker und entwendeten 1000 Schuss Gewehrmunition, 50 Schuss Pistolenmunition, 2 Pistolen des Typs Walther P1 sowie 3 Sturmgewehre vom Typ HKG-3. Der schreckliche Überfall forderte mehrere Menschenopfer. 3 junge Soldaten verloren in jener Nacht ihr Leben. Unteroffizier Erwin Poh, erst 21 Jahre alt und verheiratet, stammte aus Nalbach. Obergefreiter Arno Bahles, 28 Jahre alt und Familienvater, kam aus Ruwer. Gefreiter Dieter Horn, ebenfalls 21 Jahre alt, stammte aus Steinbach bei Gießen. 2 weitere Soldaten wurden schwer verletzt, die Gefreiten Ewald Marx aus Dortmund und Reinhard Schulz aus Petersgmünd in Franken. Marx erlag wenige Wochen später im März seinen schweren Verletzungen. Schulz überlebte den Angriff, blieb jedoch für sein Leben gezeichnet. Die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der Täter hinterließen tiefe Spuren, nicht nur bei den Opfern und ihren Familien, sondern in der gesamten Bundeswehr und Gesellschaft. Die Ermittlungen zeigten bald, dass die Täter keine politischen Extremisten oder Mitglieder einer organisierten Bande waren. Es handelte sich um 2 junge Männer aus der Pfalz, Hans-Jürgen Fuchs und Wolfgang Ditz, beide 27 Jahre alt. Sie waren homosexuell und kannten sich gut. Gemeinsam planten sie den Überfall, um mit den erbeuteten Waffen und der Munition Geld zu erpressen. Ein dritter Mann, Gernot Wenzel, war in die Planung eingeweiht, nahm jedoch nicht aktiv an der Tat im Munitionslager teil. Die Motivation der Täter war weder politisch noch ideologisch, sondern geprägt von persönlicher Gier und einer erschreckenden Kaltblütigkeit. Die Polizei stand zunächst vor einem Rätsel. Ein entscheidender Durchbruch gelang im April 1969 durch die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Millionen Zuschauer in ganz Deutschland sahen die Fahndung nach den unbekannten Tätern. Unter ihnen war auch eine Frau, die als Madame Buchela bekannt war. Sie meldete sich bei der Polizei und gab einen entscheidenden Hinweis. Sie hatte einen der Täter erkannt und dessen Autokennzeichen notiert. Diese Information führte schließlich zur Festnahme der 3 Männer am 25. April 1969. Der Prozess gegen die Täter fand 1970 vor dem Landgericht Saarbrücken statt. Aufgrund des enormen öffentlichen Interesses wurde er nicht im normalen Gerichtssaal, sondern in der Kongresshalle abgehalten. Die Anklage lautete auf 4-fachen Mord und schweren Raub. Hans-Jürgen Fuchs und Wolfgang Ditz wurden wegen Mordes in 4 Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Gernot Wenzel erhielt wegen Beihilfe zum Mord eine Haftstrafe von 6 Jahren. Die Urteile spiegelten die Schwere und Grausamkeit der Tat wider. Im Gerichtssaal herrschte während des gesamten Verfahrens eine angespannte und ernste Atmosphäre. Die Tat war ein Schock für die Bundeswehr und führte zu einer Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen in militärischen Anlagen. Auch Jahrzehnte später wird der Fall als Mahnung an die Verwundbarkeit von Sicherheitsstrukturen und an die Gefahren menschlicher Kaltblütigkeit erinnert. Das Verbrechen von Lebach bleibt ein düsteres Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, das nie vergessen werden darf.